Guatemala, Land der Vulkane, Maya-Ruinen und atemberaubender Natur. Inmitten des Regenwaldes, versteckt in den Bergen, liegt unser heutiges Ziel, Lanquín. Kristallklare Pools, tosende Wasserfälle und eine üppige Dschungellandschaft. Semuc Cempey ist ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer. Wie wir hierher gekommen sind und was wir alles erlebt haben, das zeigen wir euch im heutigen Video. Unsere Reise durch Guatemala beginnt in Antigua, wo wir dem Regen trotzend 2 Vulkane bezwingen und die Kraft der Natur zu spüren bekommen. Weiter geht es zum Atilan-See, der als einer der schönsten Seen Zentralamerikas gilt. In Santa Clara, einem kleinen Dorf am Atilan-See, treffen wir unseren Guide Rudi und begeben uns auf eine 2-tägige Wanderung durch den Regenwald. Endlich finden wir hier die ersehnte Entspannung abseits des Touristenpfades. Auf einer alten Handelsroute wandern wir durch den Dschungel und erreichen Quetzaltenango, die zweitgrößte Stadt Guatemalas. Hier kümmern wir uns um die alltäglichen Dinge und planen unsere Weiterreise. Mit dem gleichen Unternehmen, bei dem wir auch unsere Wanderung gebucht haben, fahren wir in einem Touri-Shuttle von Quetzaltenango weiter. Nach 1,5 Stunden sind alle eingesammelt und das kleine Büsschen voll. Wir in der letzten Reihe. Ungemütlich, aber es könnte unkomfortabler sein. Über die ein oder andere Pinkelpause schlängeln wir uns durch bezaubernde Landschaften. Trotz tausender Takamulkos, das sind kleine Speedbumps, die die Autofahrer in den Dörfern ausbremsen sollen, kommt der ein oder andere im Bus sogar zu seinem Schlaf. Wie schon oft beobachtet in vermeintlich armen Ländern sind die Kontraste auf einer langen Fahrt sehr extrem. Wir fühlen uns angesichts der ausgiebigen grünen Vegetation wie im Paradies und schlittern im nächsten Moment auf unpräparierten Straßen an riesigen Müllbergen vorbei. Nach 10 verschiedenen Wetterlagen, 300 Kilometer in satten 10 Stunden erreichen wir endlich unser Ziel, Lanquín. Erstaunt stellen wir fest, für unsere Weiterfahrt vom Busbahnhof zu unserem Hostel ist bereits gesorgt. Die Sehnsucht nach dem Unbekannten, der Wunsch nach neuen Horizonten. Die Leidenschaft des Reisens ist tief in uns verwurzelt. Oftmals wird sie als Laster betrachtet, Zeit und Geld zu verschwenden, dem Alltag zu entfliehen. Doch ist es nicht gerade diese Flucht, die uns am Leben hält? Der Sonnenaufgang auf einer Reise, ein Moment der puren Magie. Die ersten Strahlen der Sonne streicheln sanft die Landschaft, tauchen sie ein in ein warmes Licht. Nebelschwaden wabern mystisch am Horizont, während die ersten Vögel ihr Lied einstimmen. In dieser Stille, umgeben von der Schönheit der Natur, verblasst der Stress der Reise, die Müdigkeit der langen Nacht. Gewiss, Reisen ist nicht immer einfach. Unvorhergesehene Ereignisse, Sprachbarrieren, mühsame Anreise, all das kann den Weg erschweren. Doch sind es nicht gerade diese Herausforderungen, die uns am Ende bereichern? Die Erfahrungen, die wir machen, die Menschen, die wir treffen, die Lektionen, die wir lernen, all das macht uns zu besseren Menschen. Und wenn wir dann am Gipfel des Berges stehen, die Weite des Meeres vor uns liegt oder die Lichter einer fremden Stadt uns verzaubern, dann wissen wir, es war es wert. All die Strapazen, all die Zweifel, sie verblassen in diesem Moment der puren Glückseligkeit. Die Leidenschaft des Reisens ist ein Geschenk.
Es ist die Möglichkeit, die Welt mit neuen Augen zu sehen, sich selbst neu zu entdecken und die Grenzen des eigenen Horizonts zu erweitern. Ja, es mag ein Laster sein, aber es ist ein weises Laster, denn es lehrt uns Demut, Respekt und Dankbarkeit für die Schönheit der Welt und die Wunder des Lebens. Wegen der Wettervorhersage haben wir jetzt gesagt, dass wir die Tour, die wir vielleicht erst morgen oder übermorgen machen wollten, jetzt machen. Und dann gucken wir auch mal, wie lange wir hier noch bleiben. Weil das ist so die einzige Aktivität, die man hier im Bereich macht. Aber schön ist allemal. Mal gucken. Das entscheiden wir heute Abend spontan, ob wir dann hier noch 1-2 Nächte länger bleiben. Oder morgen schon wieder 10 Stunden Bus fahren. Nach 40 wackeligen und feuchten Minuten erreichen wir das Naturschutzgebiet um Semuc-Chempei. Die Einfahrt ins Tal hinunter ist ein Anblick für die Götter. Auf den ersten Blick weit und breit unberührte Natur. Dieses Grün der Wälder ergibt im Zusammenspiel mit den weißen Wolken und dem blauen Himmel ein wahres Gemälde. Das Erlebnis bisher echt schon top, auch wenn ca. 50 andere von uns hier reingekarrt werden. Aber es war echt witzig jetzt schon die Fahrt. Und hier am Fluss, mega schön. With you also working camera or working stuff. You just got me, all your stuff, all your bus. We're gonna make it in one of the green box here. That's gonna be our locker. It's gonna be completely safe. In der kurzen Anweisung wird uns gesagt, dass hier heute kein Platz für nicht wasserfeste Kameras und Drohnen ist. Darauf sind wir aber vorbereitet. An Wasserschuhe haben wir aber nicht gedacht. Die gibt's für kleines Geld zum Leihen. Ohne für die uns bevorstehende Wanderung absolut unmöglich. Halleluja.
Bonus. Nach wenigen Minuten in der Höhle habe ich das ganz große Glück, unsere Gruppe und sogar den ganzen Schwung Touristen des heutigen Tages anzuführen. Endlich kehrt die Stille ein, die dieser Ort verdient. Bewaffnet nur mit einer Kerze und meiner Kamera steigen wir immer weiter ins schwarze, tiefe Innere dieser beeindruckenden und angsteinflößenden Höhle. Es ist eine ähnliche Höhle, in der eine ganze thailändische Fußballmannschaft beinahe ums Leben gekommen ist und nur durch eine Handvoll Taucher spektakulär gerettet werden konnte. Ich spreche einen unserer Guides auf diese Geschichte an. Er kennt sie nicht. Aber hier kommt es doch wenige Male im Jahr vor, dass durch plötzliche, schwere Regenergüsse sich die Höhle plötzlich füllt, sodass man schon mal 2 bis 3 Stunden eingeschlossen werden kann. Na toll, hätte er mir das nicht später erzählen können. Nach einiger Zeit sollen wir unsere Kerzen hergeben. Ab hier geht's ohne weiter. Wie das, fragt ihr euch? Diese Frage stellen wir uns gerade auch. Es geht weiter zu einem riesigen Wasserfall. Heute riesig und unüberwindbar klettert man hier normalerweise hoch und kann dann von oben runterspringen. Aufgrund der enormen Regenmengen derzeit aber nicht möglich. Wir müssen unten durch und anschließend wieder zurück. All das wird mir in diesem Moment erklärt. Wegen eben jenes Wasserfalls verstehe ich aber kein Wort. Außer, dass ich das dem Nächsten, in diesem Fall Lena, erklären soll.
Ich sage ihr, dass ich kein Wort verstanden habe und wenige Sekunden später stehe ich im kompletten Schwarz unter einem tosenden Wasserfall. Unser Guide checkt, dass ich nichts mehr checke und sieht mich noch im richtigen Moment an sich und zeigt mir, wo es weitergeht. Und da es ab hier eben wieder zurückgeht, müssen wir auch wieder durch diese verdammt enge Stelle vom Anfang. Und es geht runter. Und ich weiß das und will eben nicht unkontrolliert runterfliegen. Genau das ist aber so gewollt und als kleine Überraschung von den Guides so geplant. Ich habe nicht gecheckt, was er will. Ich habe mir gedacht. Noch bevor wir die berühmten Wasserfälle gesehen haben, geht hier eine der, wenn nicht sogar die eindrucksvollste Erfahrung all unserer Reisen zu Ende. Froh und dankbar wieder aus der Höhle zu sein, am hellen Tageslicht. Wo es nun zum gemütlicheren Part geht. Vorerst. Es geht weiter zum unteren Teil des riesigen Semuc Chenpei Wasserfalls. Wir sehen hier die riesigen braunen Wassermassen, welche unterirdisch unter dem eigentlichen Wasserfall austreten. Wenig später erhält jeder einen Schwimmreifen für die nächste Abkühlung. Tubing im Fluss.
Everybody's going up. Dass es zu dem Aussichtspunkt 35 Minuten hochgeht, steil, bei einer krassen Luftfeuchtigkeit der Hitze, das sagt dir vorher auch keiner. Alles für das schöne Foto. Aber es könnte tausendmal schlimmer sein, wenn der Weg nicht so gut präpariert wäre. Yeah, it's perfect. Nice. Gleich ist es endlich soweit. Das eigentliche Ziel für heute. Baden in Semuc-Champey. Das Einzigartige an dem ganzen Gebilde ist, dass der braune Fluss, in dem wir vorhin gebadet haben, der geht hier irgendwie drunter durch. Und das Wasser, was wir hier sehen, das kommt oben vom Berg. Und das Wasser hier oben hat auch dadurch viel mehr Mineralien. Also quasi ein Tunnelwasserfall. Schon sehr beeindruckend. Das haben wir echt noch nie gesehen. Durch die gleiche malerische Landschaft geht es zurück. Die Fahrt ist die gleiche. Wir aber irgendwie beseelt, glücklich und zufrieden. So etwas in unserem Leben erleben zu dürfen. Die Welt ist schön. Auch die lange Baustelle kann unseren Frohmut nichts mehr antun. Wir merken erst jetzt, wie gut wir heute Morgen hier durchgekommen sind. Waren ja unten die ersten aller Touri-Gruppen. Wir sind hierher gekommen für 2 Nächte. Es war abgemacht, wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Wir schlafen schließlich 3 Nächte hier.
genießen an unserem zweiten ganzen Tag die idyllisch gelegene Hotelanlage. Die anderen Gäste auf der Tour, die wir gestern gemacht haben. Für uns gibt's heute keine Wanderung, keine Abenteuer. Wieder ein Tag, um zur Ruhe zu kommen, zu planen, zu reflektieren. Dass das Wetter am heutigen Tage nicht perfekt ist, ganz ehrlich, es kümmert uns nicht mehr. Wir nehmen es, wie es ist und genießen die schönen Momente umso mehr. Und weiter geht's nach Flores. Wieder 10 Stunden Busfahrt. Wieder den ganzen Tag sitzen. Aber heute nicht so schlimm, weil es soll den ganzen Tag literweise regnen. Ja, wir verpassen nichts. Immerhin nicht so. Ja, da waren wir noch frohen Mutes, dass wir einen dieser herrlichen Sonnenuntergänge auf der Stadtinsel erleben sollen. Doch schon beim Einstieg in unseren Bus herrscht das pure Chaos. Und die Fahrt, das seht ihr im nächsten Video.